Harry, wir müssen es wirklich so formulieren. Es hat schon wieder eine Explosion in Köln gegeben und diesmal war das Ziel ein Café und es wurde vollständig zerstört. Ja, zumal diese Fälle, die häufen sich. Man spricht ja da fast schon von einer Anschlagsserie. Denn man muss sich überlegen, es ist die dritte Brandstiftung innerhalb von 10 Tagen. Ob die Fälle jetzt zusammenhängen, das wird noch ermittelt, ist aber nicht ganz unwahrscheinlich. Denn die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit einem Drogenkartell namens Mokromafia, das in Nordrhein-Westfalen seinen Einfluss auszubauen versucht. Matthias Heinrich mit den Einzelheiten. Das war mal ein Café, wohl relativ neu, an dieser Ecke in Köln-Pesch. Gegen 2:45 heute früh wurden die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Flammen schlugen aus dem Ladenlokal. Die Menschen eilten hastig auf die Straße. Die Feuerwehr brachte sie vorübergehend in einem Bus unter. Gleich mehrere Fahrzeuge rückten an. Es drohte ein Großbrand. Wir haben schnell mit den massiven Löschmaßnahmen von außen angefangen. Parallel dazu standen mittlerweile schon 20 bis 25 Personen aus dem darüberliegenden Wohnhaus auf der Straße. Das Ausmaß des Brandes ist schon enorm. Das Ladenlokal ist komplett ausgebrannt. Die Ladengeschäfte rechts und links daneben wurden leicht in Mitleidenschaft gezogen, konnten aber gehalten werden. Polizei und Feuerwehr sichern akribisch die Spuren, denn es ist die dritte Explosion in Köln nur innerhalb von 10 Tagen. Die letzte ereignete sich unter anderem erst am Montag vor einem Nachtclub. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist derzeit noch unklar. Insgesamt 25 ungelöste Verfahren liegen bei der Polizei in NRW seit dem Sommer auf dem Tisch. Es wird ein Zusammenhang mit der sogenannten Mokromafia vermutet, ein Drogenkartell aus den Niederlanden, geleitet von einem Niederländer mit marokkanischen Wurzeln. Die Gang will offenbar in Deutschland Fuß fassen. Sie gilt als äußerst skrupellos, arbeitet mit Bombenanschlägen, Entführungen, Mord und Folter.